kauft euch kein Tiny House. Es ist nicht so schön, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Das ist ein privates Grundstück und wir zahlen eine kleine Pacht und können da hier unsere Bauwagen draufstehen haben. Und der Grundstückseigentümer hat sich hier sozusagen einen ganz großen parkähnlichen Garten geschaffen und verwirklicht da so ein bisschen seine Utopien. So, also das war der erste Wagen von uns. Also mit dem habe ich 2017 angefangen. War eigentlich nur geplant für mich allein und hat schon viele Nutzungen hinter sich. Das ist, ich sage immer, das ist unser Schlafwagen, also unser Nachtwagen. Wir haben einen Tageswagen und wir haben einen Schlafwagen. Und also der hat früher ganz anders ausgesehen. Wir hatten hier so ein Klappbett und drunter war eine Couch und mit Tisch. Und der vordere Teil vom Wagen war Bad, dann war ein Büro, dann war ein Mini-Kinderzimmer. Also da war schon alles dabei. Also es ist das Schöne, ja, dass man diesen kleinen Raum schnell mal umbauen kann und die Bedürfnisse anpassen kann. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Also bis vor kurzem war hier noch ein Wickeltisch und jetzt haben wir endlich ein großes Bett und Ludwig hat sein Hochbett. Und ja, jetzt kann man es sich gemütlich machen, weil vorher hat man nur 1,20 m oder 1,40 m und jetzt eben, jetzt sind wir mittlerweile zu viert, da wird es dann zu eng auf jeden Fall. Genau, also mit dem Wagen habe ich angefangen und den habe ich mir gekauft und habe angefangen zum Ausbauen, also der war mehr oder weniger leer und habe zeitgleich einen Oskar kennengelernt. Also wir haben dann miteinander den Wagen ausgebaut und sozusagen angefangen zum Pfuschen, also mit null Vorahnung, irgendwie Werkzeug. Wir hatten einen Akkubohrer und eine kleine Stichsäge und haben das irgendwie zusammengeschustert. Und es ist ganz interessant, wenn man jetzt sieht, so über die Jahre, wie man sich verbessert und man jetzt wieder Sachen umbaut und dann diese Sachen von 2017, 2018 rausbaut und sieht, wie man das gemacht hat, oh Gott, und man schämt sich vor sich selber. Aber dann ist man irgendwie auch froh, dass man einfach besser geworden ist. Also dass man das alles lernt und es liegt ja auch am Werkzeug. Man hat dann einfach mehr Werkzeug und ja, ist da einfach sicherer, weil es einfach leichter von der Hand geht, wenn man das öfter macht. Aber ja, es tut schon weh zu sehen, was man da für Löcher ausgefranst hat. Ich habe hier in der Stadt einen Job bekommen und hier sind die Mieten recht hoch und ich war einfach zu geizig für eine Mietwohnung. Und habe mir dann gedacht, ja, ich mag es irgendwie gemütlich und kleine Wohnungen, alles was so höhlenartig ist, das finde ich gemütlich. Und dann wollte ich das ausprobieren, so Tiny House Bauwagen. Und hatte aber überhaupt keinen Bezug dazu, also ich kannte niemanden, der sowas macht. Und habe dann einen Zeitungsartikel über den Platz hier mal gelesen und habe da mal angefragt, ganz, ja, ich will jetzt sagen naiv, aber einfach, ja, hallo, kann ich da bei euch einziehen? Und das ist so die Kurzfassung, aber es war auch wirklich kurz und dann kam ich so zu einem Treffen und habe gefragt und dann hieß es, ja, stellst halt nächste Woche deinen Bauwagen dahin und dann habe ich mir ganz schnell einen Bauwagen gekauft, weil ich hatte noch nicht nur einen. Und ich habe es eher als Experiment gesehen, aber jetzt sind wir immer noch da. Ja. Also mit dem Experiment hat es angefangen. Ja. Und das war genau die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Und dann war es irgendwann klar, dass es so ernster wird und dass wir zusammenziehen wollen. Und somit bin ich dann mit reingerutscht in diese alternative Ecke. Ja. Ja, also und ich kann den Wagen auf jeden Fall, also der andere liegt mir nicht so am Herz, aber der liegt mir wirklich am Herz, weil das ist wirklich der Wagen, mit dem wir gestartet sind. Und es sind 2 Kinder hier auf die Welt gekommen. Also der Ludwig ist vor dem Wagen auf die Welt gekommen, unter der Weide im Planschbecken. Und die Minna ist tatsächlich genau hier auf die Welt gekommen. Also die hat es richtig eilig gehabt. Also genau da, wo wir stehen auf dem Bild, genau da ist sie auf die Welt gekommen. Ja, die hat es so eilig gehabt, dass es nicht mal mehr die Hebamme geschafft hat. Und dann ist sie hier, hat sie sich das einfach ausgesucht da. Ja, das war ganz nett. Genau, deswegen kann der Wagen muss bleiben, egal wo es uns hin verschlägt, den muss ich behalten. Also der Teil ist jetzt nicht so spektakulär, das sind jetzt nur noch Schränke, weil wir einfach den Stauraum brauchen, also einfach Schränke gestapelt. Aber es ist irgendwie ganz interessant, was der Teil schon alles war, also was der schon für Nutzungen hatte. Hier war, am Anfang war hier so eine Wand eingezogen, dann war das erst Bad, dann war das Büro mit Computer, dann gab es einen großen Wickeltisch und irgendwann wurde es dann zum
zum Kinderzimmer, zum Mini-Kinderzimmer, wie wir noch nur diesen Wagen hatten, war hier so ein Bett und drunter war eine Spielecke. Und ja, das ist, finde ich, das Interessante daran, dass man das so schnell umbauen kann und man kann so flexibel auf die Nutzungen einfach reagieren. Und das macht schon Spaß. Also mal schnell umbauen. Das war am Anfang nur eine Terrasse. Das sieht so ein bisschen baumhausmäßig aus. Und im Winter machen wir immer einen Wintergarten draus. Also jetzt ist eben mit dem zweiten Wagen, ist es auf der Seite auch noch abgeschlossen. Und im Winter wird komplett zugemacht mit Fenstern. Und im Sommer machen wir alles wieder auf. Also im Sommer ist eigentlich alles frei. Man hat hier so diesen schönen Baum, der hier alles überschattet. Und man fühlt sich wirklich wie ein Baumhaus. Aber dieses Jahr haben wir es nicht geschafft. Also da ist der schöne Baum, das sieht man ganz schön. Und man sieht die hässlichen Ecken. Die keiner sieht immer beim Tiny House und beim Bauwagen, die man immer versteckt und für die kein Platz da ist. Wie Getränkekisten, Pfand, Mülltonnen, Wäschestände, das ganze große Zeug, das immer im Weg rumsteht und für das einfach kein Platz ist. Wir sind eine große Gemeinschaft wir sind 10 Erwachsene und 5 Kinder. Und genau, also eine klassische Gemeinschaft, wie eine WG würde ich es beschreiben, nur dass jeder kein Zimmer hat, sondern einen Wagen. Wir haben gemeinschaftliche Sanitäranlagen, also Bad und Waschmaschine, solche Sachen. Genau, Toiletten gibt es auch. Manche haben private Komposttoiletten, es gibt aber auch normale Toiletten. Wir sind ja beide in Elternzeit, beide 2 Jahre in Elternzeit, also sehr luxuriös und fahren jetzt weg. Also wir machen jetzt erst 2 Wochen Familienurlaub, Familie besuchen und ein bisschen rumfahren und dann kommen wir noch mal kurz zurück und brechen hier komplett alles, packen alles zusammen und fahren dann mindestens bis Weihnachten nach Sardinien. Also das ist sozusagen unsere Elternzeitreise dann für 3 Monate. Beim Ludwig waren wir in Griechenland. Das war so am Ende von Corona, haben wir mal geschoben, soll man jetzt fahren, soll man nicht fahren und dann sind wir irgendwann gefahren. Und ja, diesmal wird es Sardinien und wir packen jetzt schon zusammen, weil wir eben morgen oder übermorgen losfahren. Je nachdem, wann wir loskommen. Es hält sich immer in Grenzen, ne, das Packen, weil wir den Sommer schon so oft mit dem Wohnwagen weggefahren sind. Also da ist schon so der Grund. Wir könnten einfach einsteigen und dazu losfahren zu Wochenendtrips, aber für die längere Reise nimmst du halt doch irgendwie noch mehr Sachen mit, was halt so wichtig ist. Und Ludi ist ein Bastler und deswegen brauchen wir unendlich viel Bastelzeug. Da kann man niemals genug haben. Genau. Die Tage werden kürzer und kuscheliger. Es wird Zeit, die Wollpullis wieder rauszuholen und die Wollschuhe. Ja, du hast richtig gehört, Wollschuhe von Gieswein. Gieswein ist ein österreichisches Familienunternehmen und der Sponsor des heutigen Videos. Ich muss zugeben, ich war anfangs etwas skeptisch, aber mittlerweile sind sie echt zu meinen Lieblingsschuhen geworden. Die Sneaker aus Merino-Wolle sind einfach perfekt für den Herbst, super weich, atmungsaktiv und halten die Füße genau richtig warm. Egal, ob es draußen richtig kalt oder doch ein bisschen milder ist. Und das Geniale ist, dass sie nachhaltig produziert werden. Das heißt, 0% Stoffabfälle, bis zu 90% recyceltes Wasser in der Produktion und 100% nachwachsende Rohstoffe. Gerade für jemanden wie mich, die viel unterwegs ist und immer neue Orte erkundet, ist das ein riesen Plus. Ob beim Drehen draußen oder im Alltag, die Gieswein-Sneaker, die machen einfach alles mit. Und im Fitnessstudio? Da trage ich die Sportschuhe von Gieswein. Leicht, bequem und trotzdem stabil genug für jedes Workout. Und das Beste, wenn sie mal dreckig sind, dann kommen sie einfach in die Waschmaschine und sehen dann wieder neu aus. Also wenn du diesen Herbst noch nach Schuhen suchst, die warm, stylisch und nachhaltig sind, dann empfehle ich dir die Wollschuhe von Gieswein. Mit dem Code PEACE20 bekommst du 20% auf alles. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, also viel zu finanzieren gibt es ja nicht. Also die Pacht ist ja relativ günstig. Das ist ja auch der Anreiz oder ein großer Anreiz, warum wir das hier auch machen.
damit können wir uns dann auch leisten, dass wir mit einem Elterngeld dann auch beide in Elternzeit gehen können zum Beispiel. Oder dass man in Teilzeit arbeiten gehen kann und es trotzdem ausreicht, um über die Runden zu kommen und man mehr Zeit hat für die Familie, für die Kinder, für andere Projekte, die vielleicht mehr mit Hobbys oder Leidenschaft zu tun haben. Ja, genau. Ja, genau, also wir gehen ganz normal, also wenn wir nicht gerade in Elternzeit sind, gerade sind wir zu zweit in 2 Jahre in Elternzeit, also es ist schon sehr luxuriös. Also werden wir so jetzt auch nicht mehr wieder haben, das muss man dann schon genießen. Und, aber ja, es ist relativ günstig und man könnte natürlich dann komplett Vollzeit arbeiten und sich viel Geld auf die Seite sparen oder je nachdem, was man für Prioritäten setzt, eben unsere Priorität liegt eben in der Zeit zusammen und das heißt, wir gehen weniger arbeiten und haben mehr Zeit zusammen. Und vor allen Dingen in den ersten Jahren mit den Kindern. Ja, genau, also es geht die jetzt sind ja so Jahre. intensiv und die möchte ich auch einfach nicht verpassen. Da möchte ich die Zeit rein investieren, das kommt den Kindern auch zugute. Voll. Und die werden auch selbstständiger, also dann werden wir auch wieder mehr arbeiten. Aber gerade ist es perfekt so, dass wir hier die Möglichkeit haben, dass es günstig ist und wir einfach mehr Zeit dafür haben. Also es ist ja immer diese entweder Zeit- oder Geldrechnung. Es ist ja immer so. Die Leute denken immer, nur weil wir hier so wohnen und weil wir zum Beispiel in Elternzeit sind, dass wir arme Schlucker sind. Also das denken die Leute wirklich. Oh, die Armen, die können sich keine Mietwohnung leisten und so. Aber das ist ja nicht so. Also wir haben ja Geld. Also man kann natürlich immer auch gern mehr Geld haben natürlich, aber es reicht zum Leben und wir machen uns ein richtig schönes Leben damit. Ja, also der Wagen, der ist relativ überdimensioniert. Das sieht man hier auch an der Wandstärke. Das sind für einen Wagen sehr unverhältnismäßige 26 cm Dicke und ja, das sind jetzt irgendwie 16 cm allein nur die Dämmung und normalerweise sind irgendwie so 10 cm, die vollkommen ausreichen. Das heißt, der den gebaut hat, hat sich wohl gedacht, er baut ein kleines Haus und hat ihn extrem gut gedämmt. Aber es wären 10 eigentlich total ausreichend gewesen. Man sieht auch, ich habe hier zum Beispiel beim Ofen habe ich dann auch ein Stück von der Wand einfach rausgenommen. Das ist quasi die erste Schicht mit den 6 cm. Und weil ich da auch ein bisschen einen Brandschutz mit reinbringen wollte und eine Ötung für die Ofenrohrdurchführung. Genau. Die Tür war eigentlich diese da, also das Fenster, was man bei der Küche sieht. Die ist auch nach innen aufgegangen. Das hat uns überhaupt nicht getaugt, deswegen haben wir das dann sozusagen zugebaut und haben hier einen Durchbruch gemacht, dass wir seitlich eine Tür haben und ein bisschen weniger Raum an der Front verlieren und vor allen Dingen, dass die Tür einfach nach außen aufgeht und der Raum eben nicht versperrt ist oder versperrt sein muss für die Tür. Wir haben den bekommen in Rohbau, also da war eigentlich fast nichts drin, außer einfach nur so ein Bettgestell und haben dann eigentlich alles, was man hier sieht, selber reingebaut. Genau, fange ich mal bei der Küche an. Die haben wir eigentlich so grob gekauft. Das war die einzige Küche, die wir gefunden haben, die nicht klassischerweise irgendwie mit Pressspan oder sonstigem Holzmaterial irgendwie verbaut war, sondern halt hier mit Vollholz. Unten haben wir Fichte und oben, und das war das, was uns überzeugt hat, die dicke Eichplatte. Genau. Allein wegen der haben wir uns die eigentlich geholt. Wir haben die relativ günstig bekommen. Ich glaube, weil sie die einfach loswerden wollten. Und ich habe die dann einfach an den Raum auch angepasst. Genau. Und schöne, das muss ich zeigen, das schöne Rondell noch mit reingebaut. Das war vorher noch nicht da. Das genialste Erfindung. Ja. Also wir haben das mit Kanister. Also Kanister müssen wir dann immer vorne auffüllen, da wo wir einen Wasseranschluss haben. Hier selber haben wir keinen Wasseranschluss. Quasi ein internes System mit Tauchpumpe. Und dann haben wir da unten einen Taster. Und dann kommt das Wasser raus. Und da kann man quasi noch ein bisschen drosseln oder volle Kanne, genau. Und dann läuft das ganze Wasser raus in einen Abwasserkanister, den wir dann immer entleeren.
wir kommen ja gerade im Ziel. Soll ich es mit der Hand hintertragen? Jawohl, bitte. Alles für die Frau. Ja, genau. Das ist unser mehrstöckiges Gebäude. Da haben wir unten erst einmal so sanitäre Anlagen zum Abspülen, Klo, Dusche, Badewanne. Also das ist quasi eigentlich unser einziges Gebäude mit direktem Wasseranschluss. Ist aufgebaut, am Anfang war es einfach nur der Tank unten, ein Container drauf und nochmal so einen zweiten Container oben drauf. Das war so das erste Gerüst, was wir hatten, wo wir dann alles reingebaut haben. Im zweiten Stock haben wir dann nochmal so was ist das? Also Gästezimmer sind das eigentlich, genau. Da können dann Gäste irgendwie, wenn es dann kurz da übernachten, 4 Stockbetten haben wir da drin. Bei uns geht es eher so Richtung Campingplatz, also Campingplatz-Feeling. Auch wenn man mal duschen geht oder was auch immer, dann hat man sein Säckchen gepackt und dann marschiert man zu den sanitären Anlagen. Kann auch nett sein, aber ja, muss man auch mögen. Ja, ich glaube, entweder man liebt es oder man hasst es. Also ich glaube, man würde es nicht tun, wenn man es nicht mögen würde. Also ich finde es da irgendwie, der eine wird es ganz schlimm finden, bei eiskaltem Wetter morgens um 6 davor zu gehen zum Duschen. Ne? Aber wenn du davor gehst und da steht der Nebel und die Sonne geht gerade auf und da hüpfen irgendwie so Kaninchen im Nebel rum und keine Ahnung, also da geht mir ich finde es super, also da geht mir das Herz auf. Und es ist so die Mischung, ich finde hier ist immer so die Mischung, so ein bisschen Campingplatz-Feeling, natürlich auch einfach nur ein normaler Alltag. Manchmal wirkt es wie ein Festival, wenn irgendwo ein Feuer brennt oder irgendwer was macht und ja, also gerade dieses Gemeinschaftsding noch mit drin, da ist dann einfach immer was los und man ist nicht allein und ist schon schön. Ja. So für die Hühner. Ja. Das ist schön. Magst du mitgehen zu den Hühner, Ludwig? Nein. Okay. Dann nicht. Sind sie ausgehungert? Nein, sind sie nicht. Und jetzt haben wir Hühner. Also Hühner sind einfach geil. Das rechnet sich nicht mit den Eiern, auf keinen Fall sind teure Eier. Aber die machen echt Spaß. Und normal laufen sie auch draußen rum. Aber es werden immer mehr Hühner. Da, bitteschön. Und es wird auch mehr Kacke. Und deswegen dürfen sie bloß mehr bei Regenwetter raus. Und bei schönem Wetter, wenn wir draußen sind, dann bleiben sie drin. Ja, aber das hat man dann auch von den Gästen immer gehört. Ja, Wenn die dann draußen rumlaufen und die schauen sich das an und denken, also das macht das Bild irgendwie so wirklich vollkommen so paradiesisch. Das ist halt dass schön die Hühner wie im Dschungel einfach so, hier. Die schauen ja auch, also wenn man sich die anschaut, Hühner sind ja wirklich so Mini-Dinos. Also wenn man sich die anschaut und dann sind die hier so, hier ist alles so grün und so dschungelmäßig und dann hörst du da so ein komisches, keine Ahnung, undefinierbares Geräusch und dann kommt da so ein Tier raus. Ja, Hühner sind cool. Ja. Willst du auch füttern, Männer, ha? War ich zu schnell? mit dem Platz, den wir mit den 2 Wägen, die wir jetzt haben, ist es tatsächlich zu wenig. Mit 2 Kindern für unser Lebensstil reicht es tatsächlich nicht aus. Ja, mittlerweile ja. Genau. Es ist zu wenig. Ja. Genau, also bis jetzt hat das alles gut funktioniert, hat alles wunderbar. Es hat auch gepasst. Also, aber jetzt. Jetzt ist Jetzt habe ich mich verzettelt. Jetzt ist Schluss. Ja.
Nee, also es funktioniert recht gut. Also besser, als ich mir das selber in der Theorie erwarten würde. Mit eben 2 Erwachsenen, 2 Kindern und Hund auf so wenig Platz ist irgendwie krass, dass es so gut funktioniert. Aber wir sind mittlerweile so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen. Für manche Sachen, die wir haben wollen, ist einfach faktisch zu wenig Platz da. Also sei es jetzt ein Klavier oder sei es irgendwie ein Regal für Spielsachen. Und es ging alles noch mit einem Kind, hat das noch gut funktioniert. Da hat man das irgendwie organisieren können. Aber mittlerweile ist irgendwie, wird sich besser anfühlen, wenn es ein bisschen mehr ist. Und wir haben aber auch keine Lust, hier noch einen Wagen anzustückeln. Also das war einfach so nicht geplant. Und deswegen überlegen wir jetzt irgendwie so ein bisschen größer. Und es ist halt die allerlogischste Schlussfolgerung, wenn man schon in einem Bauwagen wohnt, dass man dann als nächstes sofort in ein Haus zieht. Deswegen schauen wir uns um ein Haus, aber ob das was wird, schauen wir mal. Also vielleicht wird es auch nur ein Grundstück und dann können wir uns tatsächlich vorstellen, die Wägen draufzustellen und das dann sinnvoll miteinander zu verbinden und nicht so, weil hier ist es einfach so entstanden. Also einer kam dazu und dann wurde wieder dazu gestückelt und das alles ein bisschen sinnvoller zu machen. Ja. Dann wird es gehen, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ziel. Also das war letztes Jahr auch schon da. Und wir haben es dieses Jahr erst entdeckt, so richtig. Da hat man sogar das Baumhaus vor der Tür und wir haben es nicht genutzt. Wir haben nicht genutzt. Ich frage mich nicht wieso. Und dieses Jahr haben wir es jetzt lieben gelernt und machen Filmeabende drin und einfach so gemütlich. Abends da, wenn die Sonne reinscheint, so mit einem Bier oder mit einem Wein, kann man es richtig schön gemütlich machen. Wer hat das gebaut? Der Corby, also der wohnt hier bei uns. Das ist ein Künstler tatsächlich. Also der verdient damit sein Geld. Der baut einfach viele verrückte Sachen. Und ja, also das war eine Auftragsarbeit vom Grundstücksbesitzer. Also der wollte ein Baumhaus für seine Kinder und der Corby hat das gebaut. Speziell als Familie ist natürlich, also dass die anderen Kinder auch noch da sind. Also für die Kids das ist es natürlich gigantisch. Die wachsen auf wie Geschwister teilweise. Und es ist Entlastung natürlich auch, also im Alltag. Riesen soziales Umfeld, also die Erfahrungen, die Kontakte, die man so in der Enge vielleicht nicht hat, also normal nicht hat, hat man hier, also sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen. Das ist schon wirklich bereichernd. Wie Family eigentlich, also so wie man es, wie heißt es immer, es braucht ein ganzes, also dieser doofe Satz, der einfach so wahr ist, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen oder großzuziehen. Das merkst du halt erst in der Gemeinschaft, dass das einfach wirklich so ist. In allen Sachen, also sei es jetzt, man kocht, ja warum sollten 2 Familien, oder es geht ja nicht nur um Familien, also auch wenn wer anders jetzt irgendwie Hunger hat, warum soll denn jeder einzeln zur gleichen Zeit kochen? Also dann kocht eben einer und man setzt sich gemütlich hin und isst. Also also das ist ressourcensparend, würde ich mal einfach sagen. Also Zeit, alles andere auch. Schon allein nur Putzmittel kaufen oder so. Wir haben halt riesen Putzmitteldinger und können das abfüllen. So. Und sonst muss man halt in den Supermarkt gehen und sich die kleinen kaufen. Also lauter so kleine Dinger. Also es hat so viel Vorteile. Und es ist einfach schön. Also das ist so das Kurze, es ist einfach schön. Also auch wenn es Arbeit kostet, ich meine, eine Gemeinschaft ist ja auch nichts anderes wie eine Beziehung, die man führt mit ganz vielen Menschen. Ja. So, es ist aber absolut wert. Also Ja, ich finde das als verhältnismäßig auf jeden Fall eine Bereicherung in dieser Gemeinschaft zu leben. So. Aber man muss auf jeden Fall Zeit investieren. Es hat ja auch schon Zeiten gegeben, die waren happig, also die waren intensiv, da war viel los und dann musste man viel miteinander irgendwie regeln und das kostet auch Energie natürlich zu manchen Zeiten, aber man lernt sich dadurch auch besser kennen. Also es ist wirklich exakt wie in einer Zweierbeziehung, also durch diese Konflikte, wenn man da wirklich offen reingeht und ehrlich eben drüber spricht, dann hat es einfach so ein Weiterentwicklungspotenzial und auf einmal verstehst du dich nach 3 Jahren mit jemandem super gut, den wo du am Anfang eigentlich nicht verstanden hast einfach. Darf ich meine Dinge essen? Natürlich. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Kuchen, oder? Mhm.
Ah, der Kuchen von denen. Ein kleines Ja, von Stück mir darfst du von mir aus essen, okay? Aber schau, dass du nicht übertreibst. Du hast schon ein Eis gegessen, gell? Lauf schnell! Aber jetzt komm, hol den Kuchen. Also ich weiß nur, dass alle am Anfang gemeint haben, oh Gott, mit Baby im Bauwagen, das geht doch nicht. Und das ist tatsächlich so die Phase, fand ich am unkompliziertesten, weil ein Baby hat überall Platz. Also die Bedürfnisse eines Babys sind dann gestimmt, wenn es bei der Mama ist oder beim Papa, und also das ist relativ einfach noch, finde ich. Und je älter ein Kind ist, desto mehr Platz oder ja, also die Bedürfnisse ändern sich ja natürlich, und also wenn ein Kind das gut kommunizieren kann, dann kann man natürlich darauf eingehen, wenn man da offen ist dafür. Aber irgendwie durchgehend in einem Tiny House oder in einem Bauwagen, das wird bei uns nicht so sein, und das finde ich auch nicht gut, weil jeder hat ja, also es geht ja auch um Privatsphäre irgendwann, aber in einem gewissen Alter, also auch schon bei kleinen Kindern, jeder hat ja das Recht auf Privatsphäre, und wenn das nicht gegeben ist und einfach faktisch zu wenig Platz ist, dann ist es halt die Frage, geht es da um das Lebenskonzept der Eltern, die das eben einfach überstülpen und es einfach durchziehen, oder sollte man ja vielleicht auch auf die Bedürfnisse der Kinder schauen. Und ich glaube, das kann man trotzdem gut machen, wenn man hellhörig ist, was die Kids brauchen. Jeder ist ja anders, und man kann die Kinder auch fragen ab einem gewissen Alter. Also bei unseren Großen ist es ganz klar, der liebt es hier und es ist keine Frage. Also der wird nichts anderes wollen im Augenblick. Aber wenn es dann Richtung Pubertät geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann einfach jeder braucht seinen Raum. Und wenn man den kann man natürlich auch durch einen eigenen Wagen schaffen, wenn man jetzt daran weiter festhalten will. Aber alles unter einem Bauwagendach ist ein bisschen utopisch, finde ich. Hier dieser Anbau, das ist jetzt nur so ein Provisorium. Das haben wir bei unserem letzten Sommerfest. Wir haben immer einmal im Jahr so ein relativ großes Sommerfest. Und da gibt es dann einiges zum Abspülen. Und dann haben wir da so ein Provisorium gebaut mit 2 Gastro-Waschmaschinen. Und haben jetzt aber überlegt, keine Ahnung, wenn das jetzt eh schon so dasteht und man müsste es nur abbauen und dann nächstes Jahr wieder aufbauen, haben wir uns gedacht, wir lassen das mal stehen und machen es dann auch wirklich schöner. Also ein bisschen nicht Provisorium, sondern auch ein bisschen angepasster an das ganze Gebäude. Kauft euch kein Tiny House. Es ist nicht so schön, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Nee, Schmarrn, es ist wunderschön. Also wir lieben es ja. Es ist ja, sonst würden wir es ja nicht schon so lange machen. Aber man sieht halt immer nur die schönen Sachen. Also du siehst halt, du siehst immer also so wie es auch auf Instagram ist. Du siehst halt die tollen Wohnräume, aber du siehst nicht, wo die Pfandflaschen lagern, und du siehst nicht, wo die Mülltonne steht, und du siehst nicht, wo der Wäscheständer steht, wenn nicht gerade Wäsche draufhängt und so. Und ja, das Holzhacken ist auch ganz romantisch und macht Spaß, aber das summiert sich ja dann auch. Also für uns hat das richtig gut gepasst am Anfang, aber das hat sich auch ein bisschen geändert mit 2 Kids, weil die brauchen auch Zeit. Also einfach die Kids einfach schon, die brauchen Zeit, und dann mal schnell einen Kanister Wasser holen, ist halt nicht so einfach, wie es vorher war. Also in diesem Konstrukt, so wie wir hier wohnen, ist es ganz toll, aber ja, also das sieht man halt dann nicht, dass richtig, richtig viel Zeit drauf geht, und der Tag hat nur 24 Stunden. Ne? Und das muss man einfach mit einrechnen, dass halt das alles Zeit kostet. Und das ist auch schön, aber je nachdem, was man gerade für ein Leben führt oder was für eine Lebensphase das man ist, hat man halt nur begrenzt Zeit. Und genau, also das sind, würde ich sagen, so die Seiten, die man oft mal nicht so bedenkt, die eben nicht das Rosige und dieses Romantische widerspiegeln, das man sonst immer sieht. Und sonst, ja, gibt es allerhand. Geht hier, jetzt gerade wenn es Herbst ist und es wird kälter, dann suchen alle einen Unterschlupf, vor allem Spinnen. Also Spinnen im Herbst, also da kannst du, also es gibt unzählige Spinnen. Ja. Die kommen alle rein, die wollen alle rein. Ja, das merkt man. Ja, nachts, wenn sie über die Hand krabbeln. Ja, voll. Also, ja. Aber dafür. Hätte ich das spoilern sollen, oder? Ja, es ist halt einfach, weil es so grün, also es ist halt direkt, man kann es ja fast als Wald bezeichnen. Also uns hängen oft die Äste ins Fenster rein. Also es ist ja nur logisch, dass da die ganzen Tiere auch reinkommen. Aber ja, also ganz zart beseitigt darf man, glaube ich, nicht sein, und es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es sich anhört, aber ja, sie suchen Unterschlupf.
Genau, im Winter, das ist auch so eines der meistgestelltesten Fragen. Ja, und im Winter, was macht ihr dann da? Und die Antwort ist ganz einfach. Also je kleiner der Raum, desto einfacher ist es, den natürlich auch zu beheizen. Und dann wird es auch wirklich schön gemütlich warm. Wir haben das lange Zeit dann mit Holzofen gemacht. War total gemütlich. Wir lieben es, mit Holz zu heizen und also auch das zu zelebrieren, Holz zu hacken und da schön einzuschüren. Und das ist auch einfach eine ganz andere Wärme. Aber aus pragmatischen Gründen haben wir dann uns irgendwann mal für einen Pelletofen entschieden, als die beiden Kinder da waren. Dass man dann in der Früh vielleicht nicht eine Stunde früher aufsteht und erst einmal Holz hackt, sondern dass man einfach nur auf den Knopf drückt und dann genau können wir uns mal den Pelletofen gerne mal anschauen. Eine schöne Decke drüber drapiert. Genau, das ist relativ simples System. Kriegt man überall im Baumarkt und man hat halt einfach eine Nachfüll. Also hier kann man die Pellets nachfüllen und dann werden die durch eine Schnecke geleitet in den Brennraum und da wird erst einmal am Anfang mit einer Zündkerze die ersten Pellets angezündet und dann ist es so eine Dauerschleife, dass die Glut von den brennenden Pellets dann die nächsten, die nachgeschoben werden, einfach zum Brennen bringt. Das Einzige, was man braucht, sind halt Pellets, die wesentlich günstiger sind wie Holz und ein bisschen Strom halt für die Belüftung. Genau, dass das auch gut anheizt. Ja. Wir können es gar nicht fassen, wie glücklich dass wir sind, dass wir das alles haben und dass es gerade so ist, wie es ist. Und das hätte man niemals, wenn man einfach, weil man es halt so macht, in einer Mietwohnung wohnen wird. Das heißt jetzt nicht, dass jeder ins Tiny House ziehen muss, also das heißt es überhaupt nicht, sondern das heißt einfach nur, dass man genau hinfühlen soll, was man mag. Und das ist manchmal ungemütlich, glaube ich. Aber es ist berechtigt, also drauf zu hören, was man wirklich braucht und was man will und dem auch Raum zu geben und nicht meinen, das wäre irgendeine egoistische Schiene und eigentlich macht man das nicht so. Das ist, glaube ich, ein Fehler in der Logik, denn wenn man wirklich das tut, was einem auch wirklich gut tut und was man auch will, dann tut man nicht nur sich selber gut, sondern auch der Gesellschaft. Deswegen tut das, was euch gut tut. Ganz viel davon.